It was always in my head, and I'm happy to have like my first game with the pros in this year. Ich habe die Diagnose bekommen, dass ich mir den Mittelfuß angebrochen habe. War ein bisschen Schock für mich. Ein Campusspieler mehr, der sein Debüt feiert. Das freut mich für die Spieler. Und hoffentlich werden es mehr sein in Zukunft. Es kommt zu einem Profi-Debüt. War einfach unglaublich. Campus Stories, let's go! Campus Stories, vamos! Campus Stories, let's go! Where's the mic? Yes, sir! Ich war daheim bei meiner Familie in Duisburg über Weihnachten und Neujahr und haben gemeinsam gefeiert. Ich habe mir ein paar Spiele von meinen Geschwistern angeschaut. Meine Schwester, die spielt ja bei Schalke, und meinen kleinen Bruder, der bei Rot-Weiß Essen spielt. Und dann ging es schon relativ schnell wieder los hier mit der Vorbereitung. Sportlich ging es ja relativ früh los, am 3., glaube ich, mit dem Training. Ich hatte ja kleine Verletzungen im vergangenen Jahr und wollte einfach darauf achten, dass ich erstmal gesund bleibe und dann natürlich auch performe, und das, finde ich, habe ich gut hinbekommen. Und ja, dann haben wir auch das erste Spiel gehabt gegen Salzburg. War gut. Der deutsche Rekordmeister ist hier. Die Stars von Bayern München sind wieder zu Gast in Salzburg. Ja, wir sind mit dem Bus hingefahren, direkt zum Spiel. Habe die Aufstellung hier an der Sebener noch gesehen, wir hatten ein Meeting davor. War dann schon erstmal wieder nervös, weil ich mein Gesicht gesehen habe mit den ganzen anderen Spielern. Habe ich ein bisschen schwitzige Hände bekommen, aber als ich dann im Stadion war und die erste Halbzeit gesehen habe und dann auch selber auf dem Platz stand, war alles weg. Ich habe das Spiel gestartet, habe 45 Minuten gespielt, haben das Spiel auch gewonnen dann. Ich finde schon, dass es wichtig ist, weil man einen längeren Zeitraum, also wenn man länger spielt, dann auch mehr Aktion hat. Und ich bin halt ein Spieler, der Aktionen braucht, um ins Spiel reinzukommen. Und ja, ich fand es halt gut, vor allem, dass ich das Spiel auch gestartet habe mal. Und mit den ganzen Stars zu spielen, war schon was Geiles. Er will, er brennt, er möchte was zeigen, er kann einiges. Schau mal, die Übersteiger, er kann rechts, er kann links, er ist beidfüßig. Ach, ist das herrlich. Natürlich ein unglaubliches Gefühl. Ich glaube, Lennart und ich verstehen uns auf dem Platz ziemlich gut, ohne viel zu reden. Wissen wir, was der andere macht. Ich glaube, wir haben einfach so ein bisschen ein Gefühl entwickelt, jetzt auch
in der 19 letztes Jahr. Aber für mich persönlich war es natürlich ein unbeschreibliches Gefühl, in so einem Stadion erstes Tor schießen zu dürfen. Wieder Karl. Was macht er diesmal? Zaubervorlage! Und Pipo Chavez mit dem 3:0. Der 18-jährige Peruaner. Und das hat mich natürlich sehr gefreut, weil das sind Spieler, mit denen ich in der U19 letzte Saison noch zusammengespielt habe. Und es waren halt auch mehr Campusspieler auf dem Platz in der zweiten Hälfte und das hat mich generell einfach stolz und glücklich gemacht. Weil wenn man sieht, wie in den letzten Jahren, wie wir alle noch in der Jugend gespielt haben und es dann jetzt halt noch im Profibereich machen, dann kann man schon stolz auf sich sein. Und ja, es war ein toller Moment, vor allem für mich und für die. Jetzt aber, jetzt aber! Santos Daiba, sensationelle Rettungsaktion. Sensationell. Dass ich jetzt auch von Anfang an heute spielen konnte und dann auch noch mit ein paar Jugendspielern und wir das alles erlebt haben, war natürlich ein großer Moment und eine Ehre. Also das ist, denke ich, das macht das Trainerteam eine sehr große Arbeit und vor allem auch, weil ich spiele ja auch mit vielen von denen zusammen und trainieren jeden Tag. Und natürlich fühlt man sich dann auch, würde ich sagen, nicht allein. Aber wo ich auch sagen muss, die Profis nehmen uns alle sehr, sehr gut auf. Aber natürlich ist es nochmal schöner, wenn man seine besten Freunde oder seine guten Kollegen dabei hat und sogar mit ihnen auf dem Platz steht auf so einer großen Bühne. Yeah, of course, like it was always in my head, and yeah, it was a difficult year last year. But yeah, I'm happy to have like my first game with the pros in this year. Sehr bitter für mich halt, weil ich halt echt gerne da gespielt hätte, aber es war auch schön, jetzt zum Beispiel Felipe oder Dennis oder Guido oder Javi, alle zu sehen einfach, die da jetzt spielen konnten. Ja, ich freue mich aber riesig für die, auch als ich jetzt dann gesehen habe, dass Felipe ein Tor gemacht hat, freue mich riesig für ihn. War jetzt ärgerlich für mich, aber ich glaube daran, dass meine Zeit so noch kommt. So, und es war schön, jetzt alle anderen Jungen mal zu sehen, weil sich alle verdient haben, da auch zu spielen. Ich habe die Diagnose bekommen, dass ich mir den Mittelfuß angebrochen habe. Ja, war ein bisschen Schock für mich. Mittlerweile bin ich so im Reha-Prozess wieder. Also ich baue jetzt langsam wieder auf und hoffe halt, dass alles gut verheilt und ich dann in so 1, 2 Monaten wieder spielen kann. Aber wie ist es denn bei so Abrollbewegungen? Gut. Da spürst du ja nichts. Tim hat eine Stressfraktur vom Os naviculare, das ist das Kammbein. Das ist ein Knochen im Fuß. Und das entsteht quasi durch akkumulierte hohe Belastung, kann aber auch zum Beispiel einen Nährstoffmangel implizieren. Also es ist quasi ein komplexes Verletzungsbild, was meistens schleichend kommt über einen längeren Prozess. Perfekt. Wie ist dabei? Spürst du dabei auch Druck oder ist okay? Lassen die Sohlen es überhaupt zu? Was denn? Dass du da in die Beugung reinkommst? Ja, schon. Schon? Okay. Warte, ich kann die gleich mal rausholen. Dann zeige ich dir, weil die ist nicht so krass, die ist wie man nicht denkt. so, okay, also, okay. Und der Plan ist jetzt eben gerade, dass wir gerade noch nicht so viel machen können. Wir bringen ihn gerade wieder in beidbeinigen Stand, in einbeinigen Stand, arbeiten ein bisschen an den Oberschenkeln, an der Hüftmuskulatur, an den Adduktoren.
an der Wadenmuskulatur. Heißt, wir arbeiten viel drumherum an der Muskulatur, viel Rumpfarbeit, um ihn bestmöglich dann auf die höheren Intensitäten, die dann folgen, vorzubereiten. Aber so im Bühnenbereich. Eigentlich war der Zeitpunkt ja in Ordnung für eine Verletzung. Also wie gesagt, es gibt keinen guten, keinen schlechten, aber es gibt eigentlich nur schlechte Zeitpunkte. Keine Ligaspiele, die Liga fängt ja auch erst bei uns Ende Februar an. Deswegen ist das schon eigentlich ein, ja, in Anführungszeichen guter Zeitpunkt. Aber ja, also wie gesagt, das Testspiel bei den Profis jetzt oder auch die Trainingseinheiten, die ich halt jetzt verpasst habe, ja, war schon schwierig. Also es ist immer halt so ein bisschen eine Kopfsache einfach. Man macht sich schon Kopf, man macht sich schon Gedanken und einfach war es nicht, aber es ist in Ordnung und man kommt klar und es geht weiter und ja, wer weiß, die Gelegenheit wird sich vielleicht dann auch noch später auftun. Er macht auch, er meint, er trainiert für 70 Kilometer Laufen. 70. Das ist doppelter Marathon. Seit 3 Wochen ist er bei uns und da muss man sagen, ist er sehr, sehr positiv. Er ist ein super fröhlicher Junge und ist immer offen für Scherze. Also ist echt sehr angenehm, mit ihm zu arbeiten. Er ist noch etwas ängstlich in der täglichen Arbeit, was einfach die Belastung angeht, weil nach so einer langen Entlastungsphase ist es völlig normal bei Spielern, dass man die eher manchmal pushen muss, dass sie gewisse Schritte gehen können. Das ist bei ihm auch der Fall. Aber im Großen und Ganzen bin ich mir sicher, dass es eine Enttäuschung war für ihn, dass er da rausgenommen wurde zu einem Zeitpunkt, wo es sehr gut bei ihm lief. Aber er ist Stand gerade, das was ich sagen kann, super motiviert und froh jetzt auch weitermachen zu dürfen. Ich kenne das ja selber, weil ich halt selber auch in der Reha war. Und wenn man in der Phase ist, wo man halt bei den Ersten trainiert und alles halt neu für einen ist, dann ist es natürlich schade, wenn man sich dann direkt verletzt. Aber Tim, wie ich ihn erlebe und wie ich ihn kenne, ist ein mental starker Spieler. Und ich weiß, dass er stärker zurückkommen wird, deshalb mache ich mir bei Tim nicht so viele Sorgen. So noch ein bisschen Gewicht drauf kriegen, dann. Was meinst du? Gewicht, Platten. Noch mehr? Müssen wir im Verlauf der Reha noch draufbringen, dann ist super. In der Reha, zumindest im besten Fall, kann man sehr schnell und gute Erfolge feiern, teilweise täglich, manchmal wöchentlich. Es gibt natürlich auch immer wieder Rückschläge, wo man dann auch für den Spieler da ist und ihm einfach auch ja, eine gute Perspektive geben kann, dass es völlig normal ist und es wieder bergauf geht. Aber im Großen und Ganzen motiviert auch dieser tägliche Fortschritt den Spieler sehr, sehr gut. Aber links wird krachen, glaube ich. Wie gesagt, Einbeinstand, du brauchst keine Sorge haben. Das darfst du schon, das kannst du schon. Es geht nur um die Stabilität, die du wieder kriegen musst. Genau. Das perfekt. Schaut sehr gut aus. Wie fühlst du dich dabei? Gut. Also es sah zumindest stabil aus? Ja, ein bisschen, also rechts besser, aber halt gut eigentlich. Also, okay. Vom Druckgefühl her? Ja, ist in Ordnung. Ich habe halt nur so gehört von so vielen oder allen Seiten eigentlich, dass Mittelfuß schon so ein komplexes Thema ist, wenn man da halt irgendwas hat. Und ich bin schon ein bisschen ängstlich und auch vorsichtig halt, weil ich möchte halt ungern jetzt so vorschnell irgendwas kaputt machen, dass ich dann halt noch länger raus bin. Also lieber bin ich noch 2 Wochen länger vorsichtig und brauche deswegen die 2 Wochen länger, als dass ich dann halt was kaputt mache und dann ich halt vielleicht, weiß nicht, ein paar Monate noch länger brauche. Deswegen, ja, ich bin eher ein bisschen zurückhaltend und vorsichtiger, aber ich taste mich langsam ran und ja, das wird schon. Wir haben tatsächlich diese Saison nicht ganz so viel miteinander gespielt, also am Anfang der Saison viel, aber dann hatte ich ja auch meine Probleme, war dann knapp 2 Monate raus und in der Zeit war ich hier in der Sebener, habe die Reha gemacht und habe natürlich ab und zu mal auch im Training mit zugeschaut. Und so ist es einfach im Fußball, dass es manchmal halt zum falschen Zeitpunkt ein Rückschlag kommt. Aber ich glaube, daraus wird er lernen, so wie ich aus meinen Rückschlägen lernen konnte. Ich glaube, das gehört einfach dazu und ich bin sicher, dass er stärker zurückkommen wird und dann auch sich seine Chancen erarbeiten wird. Wir waren im Stadion aufwärmen wie immer einfach und dann
haben sie mich gerufen. Ich hatte keine Ahnung, also mir hat auch niemand was gesagt, aber ich bin dann reingekommen. 83. Spielminute, es kommt zu einem Profi-Debüt. Für Michael Olise, der an 3 Treffern beteiligt war, kommt der 18-jährige peruanische Mittelfeldspieler Pipo Chavez im Test gegen Salzburg mit einer Vorlage und einem Tor und jetzt mit seinem ersten Einsatz für die Profis des FC Bayern München. Ja, mit diesem Team einfach ein paar Minuten verbringen, das war einfach unglaublich. Also eigentlich jeder Tag hier ist unbeschreiblich. Im Moment kann man das gar nicht realisieren, sondern man ist einfach wirklich in diesem Tunnel drin, spielt dann und ich glaube dann erst, selbst ein paar Tage später, das ist noch schwer nachzuvollziehen. Aber ja, also jetzt mittlerweile, natürlich bin ich richtig stolz auf mich und auch auf die anderen, die jetzt ihr Debüt schon gegeben haben. Das macht mich glücklich, weil ich weiß natürlich selber, wie es ist, sein Debüt zu feiern. Und ja, Pipo ist halt ein ruhiger Typ und nach seinem Debüt war der auch ruhig. Also ich kann nicht wirklich wissen, ob er sich gefreut hat oder nicht, aber natürlich hat er sich gefreut. Aber direkt nach dem Schluss bin ich zu ihm gegangen und habe ihm herzlichen Glückwunsch gesagt und da hat er auch schon gelächelt. Also er war schon glücklich und ja, war natürlich happy für ihn. Ich kann es nicht wirklich kontrollieren, weil mein Gesicht ist irgendwie automatisch guckt immer ein bisschen böse. Also das ist überhaupt nicht meine Absicht. Ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich total netter und fröhlicher Mensch bin. Und ja, in dem Moment nach dem Spiel, glaube ich, war mir vielleicht ein bisschen kalt oder so, oder ich konnte es einfach noch nicht so nachvollziehen. Aber ich habe mich natürlich wirklich riesig gefreut. Ein Campusspieler mehr, der sein Debüt feiert. Das heißt, man sieht ja, wie wir zusammengespielt haben damals noch. Und ja, das macht mich einfach glücklich, wie bei dem Testspiel auch gegen Salzburg. Das freut mich für die Spieler. Und hoffentlich werden es mehr sein in Zukunft. Ja, also ich habe ihm direkt geschrieben danach, weil ja, ich fand es voll cool. Ich habe das Spiel auch geschaut und hat mich echt mega gefreut für ihn. Also im Endeffekt, ich könnte ja auch in der Lage sein so, und ich glaube, da wird sich ihn auch freuen. Und ja, also es hat mich einfach richtig gefreut. Jetzt kann er sozusagen so seinen Traum ein bisschen verwirklichen. Deswegen, ich habe ihm direkt eine Nachricht geschrieben und ja, er hat sich richtig gefreut. Ich habe mich richtig gefreut. Deswegen, ja, das war alles echt super. Mein Handy, glaube ich, konnte ich an dem Abend gar nicht mehr anschauen. Es war wirklich randvoll mit Nachrichten. Ich weiß, dass Timmy mir geschrieben hat. Ich habe ihn dann auch eben natürlich gefragt, weil er gerade eine Verletzung hat, wie es ihm geht. Und natürlich ihm auch dann gesagt, dass ich hoffe, dass wir dieses Jahr vielleicht noch gemeinsam Minuten bei den Profis haben können. Das wäre eine sehr schöne Geschichte. Ja, es ging alles ziemlich schnell. Also ich habe am Samstag die Info bekommen, dass wir am Sonntag einen Videocall machen mit Köln. Das haben wir dann eben gemacht und es war ein sehr gutes Gespräch. Und deswegen sind wir dann direkt am Abend rüber geflogen und haben dann am Montag Medizincheck gemacht und die Unterschriften. Da war alles sehr gut, lief alles sehr gut. Und hatte ich heute meine erste Einheit mit der Mannschaft und ist spannend, aber ich fühle mich sehr wohl. Mein Ziel ist einfach hier den nächsten Schritt zu gehen, mich an die Bundesliga zu gewöhnen, mich zu adaptieren und mein Bestmögliches zu geben und der Mannschaft am Ende zum Erfolg zu bringen.